Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in meinem Homeoffice und passend zur Lage beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Krankheit und Heilung im alten Rom. Natürlich hatten auch die alten Römer ihr Leiden. Was sie taten, um diese wieder zu heilen, das zeige ich euch jetzt. Karies war zum Beispiel eine typische Erkrankung der Reichen. Das war ernährungsbedingt, denn die Armen konnten sich ja gar keine süßen Speisen leisten. Jedoch weit verbreitet in der Unterschicht waren dagegen die Bleivergiftungen. Diese kamen aber nicht durch die berühmt-berüchtigten Bleiwasserleitungen, sondern durch den süßen Traubenmost, den die Römer, um Süße zu erzielen, mit Bleisalzen versetzten. Eine andere sehr hartnäckige Krankheit war Malaria. Sie war auch als Wechselfieber bekannt. Bereits Hippokrates erwähnt eine verdächtig ähnliche Krankheit, die sich Menschen häufig in Sumpfgebieten zugezogen hatten. Moment mal, Hippokrates? Aber der war doch gar kein Römer, der war doch Grieche. Das ist richtig, aber die ersten Ärzte kamen aus Griechenland. Seiner Meinung nach lag die Ursache einer Krankheit im Ungleichgewicht der 4 Körpersäfte: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Befinden sich die 4 Körpersäfte in einem harmonischen Verhältnis, dann ist der Mensch gesund. Ist dies jedoch nicht der Fall, wird der Mensch krank. Der Arzt muss also den Kranken genau beobachten und anhand der Symptome und Beschwerden die weiterführende Behandlung diagnostizieren. Es gab verschiedene Heilmethoden, zum Beispiel das Schröpfen. Die sogenannten Schröpfgläser wurden erwärmt, der Unterdruck saugte die Haut an und das Glas saß fest. Dies führte zu einer besseren Durchblutung und regte die Körpersäfte an, die so wieder ins Gleichgewicht kamen. Auch damals gab es schon die Diätik mit einem individuell abgestimmten Plan mit Vorschlägen zu Sport, Schlaf und Arbeit. Das Besondere dabei war, dass die Krankheiten nicht auf göttlichen Ratschluss, sondern auf naturwissenschaftlich begründete Ursachen zurückgeführt wurden. Und das war damals ziemlich besonders. Denn eigentlich glaubten die Menschen, Krankheiten seien das Werk der Götter. So entstand dann auch der Kult um den Heilgott Äskulap. Die Behandlung bestand darin, dass der Kranke im Äskulap-Tempel schlief. Im Traum erschien ihm der Arzt und gab Heilkuren oder Diäten auf. Das antike Motto von Stay Home war also Stay in the Temple. Man schmückte sich auch mit Amuletten, übte magische Praktiken mit Zauberformeln aus und brachte Votivgaben zum Tempel des Äskulap. Auch in Rom baute man Äskulap einen Tempel auf der Tiberinsel. Doch wie kam dieser griechische Gott nach Rom? Und warum baute man den Tempel ausgerechnet auf der Tiberinsel? Der Legende nach wütete 293 v. Chr. Die Pest in Rom. Und auf Anraten der sibyllinischen Bücher, Orakelsprüche, die während der gesamten Geschichte des Römischen Reichs in Krisensituationen zu Rat gezogen wurden, holte man den Heilgott nach Rom. 2 Jahre dauerte es, bis das Schiff mit der heiligen Schlange des Äskulap nach Rom zurückkam. Als es auf dem Weg an der Tiberinsel vorbeifuhr, schwamm die Schlange an Land und verlieh dem Ort heilende Kräfte. Aber abgesehen von den heilenden Kräften hatte es auch einen logistischen Grund, denn somit konnte man die Kranken von den Gesunden trennen und somit die Ansteckungsgefahr verringern. Natürlich gab es irgendwann auch römische Ärzte und auch diese hatten einen riesengroßen Medizinschrank. Salben und ätherische Öle, die man auf entzündete Haut auftrug, Pflaster mit Kräutern, die man auf offene Wunden legte, um Blutungen zu stoppen und Wunden zu verschließen. Koriander gegen Bandwurmbefall, Anis gegen Blähungen, Estragon gegen Zahnschmerzen. Es wurden zahlreiche Operationen durchgeführt. Knochenbrüche, offene Wunden, Amputationen, ja sogar Trepanationen, also Schädelöffnungen, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wurde, damit das Blut abfließen konnte. Einer der bekanntesten in Rom tätigen Ärzte war übrigens Galenos von Pergamon. Seine Lehren waren so gut, dass sie für 1500 Jahre die gesamte Heilkunde beherrschten, da Ärzte bis in die Renaissance keinen Grund zur Veränderung und neuen Forschungen sahen
und sich mit seinem Wissen begnügten. So, ich bin jetzt hier in der wunderschönen Villa Borghese beim Äskulap-Tempel und mit meinem Aperol Spritz-Opfer kann jetzt dann auch bestimmt nichts mehr schief gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bitte liken und die Deutsche Römerin abonnieren. Chin Chin! Forgot the text. Stop.